Jo, was geht, Leute? Und ich habe mir gedacht, ich werde euch heute wieder ein bisschen was meiner Meinung erzählen. Das letzte Mal habe ich euch ja erzählt, wie sehr ich Pokémon X und Y liebe und das kam sich ja relativ gut an und ein paar Leute haben auch gesagt, dass ich sowas gerne öfters machen kann. Die Sache ist natürlich die, ich kann sowas halt nicht irgendwie planen. Ich muss halt irgendwann mal eine Idee haben, wo ich sage, oh ja, da will ich eigentlich ganz gerne heute mal wieder drüber quatschen. Und heute ist tatsächlich einer dieser Tage, denn die letzten paar Tage oder eigentlich schon ein bisschen länger ging mir ein Thema durch den Kopf und ihr könnt es euch bereits alle denken, behaupte ich jetzt einfach mal. Und zwar ist es ja relativ quasi confirmed in der Pokémon-Szene, dass es halt nächstes Jahr ein Diamant- und Pearl-Mac geben wird. Beziehungsweise halt dieses Jahr, zum Ende des Jahres, ein Diamant- und Pearl-Mac geben wird. Und ich bin ehrlich mit euch, ich glaube das persönlich auch. Irgendwie weist alles darauf hin und es würde auch am meisten Sinn machen. Das Problem ist nur, die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen das. Ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte kein Diamant- und Pearl-Mac haben. Und diejenigen, die mich auch länger verfolgen, wissen, dass es nicht daran liegt, dass ich die 4. Generation nicht mag. Ich halte Pokémon Platin für das absolut beste Pokémon-Spiel, was wir überhaupt haben. Aber ich habe unglaublich tiefes Vertrauen darin, dass dieses Remake scheiße wird. Also, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und ich will auch niemanden irgendwie sagen, der sich richtig hart auf die Diamant- und Pearl Remakes freut, weil der einfach Diamant und Pearl liebt. Das ist gar kein Problem. Also, wenn ihr sagt, die 4. Generation ist eure absolut liebste Generation und wollt unbedingt ein Remake haben, gar kein Problem, go for it. Mein Problem ist halt ein etwas größeres und zwar, dass ich einfach generell ein Problem mit den Remakes habe der Pokémon-Reihe. Tatsächlich habe ich auch vor, dazu ein allgemeines Video zu machen, deswegen will ich da nicht zu tief drauf eingehen. Aber was ich zumindest sagen kann ist, eine Sache, die mir wichtig ist bei Remakes. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ein Spiel, was ich halt leiden kann, remaked wird, oder irgendetwas, was ich leiden kann, dann muss es einen Mehrwert für mich bieten, sodass ich sagen kann, ja, ich spiele oder gucke dieses Medium über dem Original. Wenn dieses Remake das Original nicht obsolet macht in meinen Augen, das heißt, dafür sorgt, dass man immer den neueren Teil über dem Original spielen würde, dann brauche ich auch kein Remake. Wozu brauche ich dann ein Remake? Wenn ich einfach nur remake, um halt, oh, guck mal hier, das hast du doch von früher gekannt, dann brauche ich das nicht machen. Ich nehme halt super gerne die Insane Trilogy oder die Reignited Trilogy von Spyro und Crash als Beispiel. Die haben halt die Originale so obsolet gemacht, das sind so gute Remakes, die haben es einfach perfekt gemacht. Und mein Problem ist, das ist bei Pokémon-Spielen nicht unbedingt der Fall. Wie gesagt, ich möchte noch ein separates Video dazu machen, das wird wahrscheinlich das nächste Video sein, was online kommt. Und zwar ist halt die Sache, ich bin ehrlich gesagt ziemlich unzufrieden mit den Pokémon-Remakes. In meinen Augen machen die nicht genug, um halt wirklich ein Remake zu rechtfertigen. Ich kann durchaus sagen, ja, Feuerrot und Blattgrün und Heartgold und Soul Silver machen die Originalteile obsolet. Das liegt aber auch daran, dass die erste und zweite Generation scheiße sind. Einfach mal so gesagt. Hör zu, ich bin mit den ersten beiden Generationen auch aufgewachsen, okay? Mein erstes Pokémon-Spiel war Pokémon Silber. Aber ich bin ehrlich mit euch, die ersten beiden Generationen sind einfach scheiße und ich spiele die super ungerne. Und natürlich sind dann halt Feuerrot und Blattgrün und Heartgold und Soul Silver, besonders Heartgold und Soul Silver, gute Remakes. Man kann sich bei Heartgold und Soul Silver noch drüber streiten. Heartgold und Soul Silver hat eine Menge Probleme in meinen Augen, die ich aber auch allgemein mit Pokémon sicher, aber darum geht es jetzt nicht. Aber an sich, Heartgold und Soul Silver, sind wir uns alle einig, ist das beste Remake von allen. Ich glaube, das sind wir uns alle einig, das ist keine Diskussion. Heartgold und Soul Silver ist ein gutes Spiel. Feuerrot und Blattgrün ist halt, das macht halt die erste Generation playable. Ändert aber nicht daran, dass die erste Generation immer noch scheiße ist. Über Let's Go, ja, Let's Go hat natürlich relativ viel Spaß gemacht. Aber immer noch in meinen Augen geht so als Remake. Und Omega Ruby und Alpha Saphir halte ich tatsächlich für die schlechtesten Pokémon-Remakes, die wir haben. Ich weiß, viele Leute lieben Omega Ruby und Alpha Saphir. Ey, ich liebe die 3. Generation, so ist es nicht. Und ich hatte auch sehr viel Spaß mit Omega Ruby und Alpha Saphir. Ich würde auch sagen, mir gefällt das Spiel besser als Feuerrot und Blattgrün. Ändert aber nicht an der Tatsache, dass ich finde, dass Omega Ruby und Alpha Saphir schlechtere Remakes sind als Feuerrot und Blattgrün. Einfach, weil sie die Originalspiele nicht obsolet machen. Ich bin ehrlich mit euch. Ich finde, die Originalspiele sind besser als Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich würde eher Rubin, Saphir und Smaragd nochmal spielen, als die Remakes. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem halt auch, weil, naja, das momentan halt irgendwie die Philosophie von Nintendo ist, jedes Spiel so simpel zu halten wie möglich, sogar wenn es Remakes sind. Und ich will das nicht. Ich will nicht, dass mein Pokémon
Diamant, Pearl, Platin Remake. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Diamant und Pearl werden, also noch weniger, worauf ich mich freue. Ich will nicht, dass es irgendwie super hart versimpelt wird. Ich bin mir sehr sicher, dass die das Spiel wieder unglaublich leicht machen werden. Ich bin mir sehr sicher, dass sie halt wieder irgendwas reinzwängen werden, worauf wir überhaupt keine Lust haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass einfach eine Menge vom originalen Charme verloren gehen wird. Das fand ich nämlich zumindest in Omega Ruby und Alpha Saphir so. Natürlich kann man jetzt sagen, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass das halt 3D-Modelle sind und keine Sprites mehr. Ich bin ehrlich mit euch, vielleicht ein bisschen. Um ehrlich zu sein, liegt das wirklich daran. Ich habe ja letztens erst gesagt, wie sehr ich eigentlich die 3D-Modelle mag. Aber das Problem ist halt einfach, dass halt wir seit Generation 6 quasi das gleiche Spiel immer nur mit einer anderen Story bekommen haben, weil es sieht einfach alles gleich aus. Und dann denkst du halt auch irgendwann so, ja, ich brauche jetzt aber keinen Diamant- und Pearl-Remake, wenn ich quasi schon ein Omega Ruby und Alpha Saphir Remake in dem gleichen Stil bekommen habe. Klar, natürlich jetzt nicht in den Cutscenes, beziehungsweise in den Modellen der Charaktere, aber in den Modellen der Pokémon halt, ne? So, von wegen, ich brauche das jetzt nicht. Ich habe ja quasi schon Omega Rubin bekommen. Wozu brauche ich denn jetzt noch ein Gen 4 Remake? Ich weiß, viele Leute wünschen sich das extrem hart, aber eine Sache, worüber ich halt immer wieder nachdenken muss, ist halt, wenn die halt Spiele remaken, werden die sich halt immer an den Originalteilen orientieren. Das bedeutet Rot und Blau, Gold und Silber, Rubin und Saphir, Diamant und Perl. Und Diamant und Perl sind in meinen Augen wesentlich, also wirklich wesentlich schlechter als Pokémon Platin. Ich denke, wir sind uns alle einig. Platin ist nun mal das Flaggschiff der 4. Generation, so wie es halt bei Smaragd der Fall ist. Und der Unterschied ist allerdings, das ist bei Kristall und Gelb nicht der Fall gewesen. Und ich finde, das hat man bei allen Remakes gemerkt. Ja, du hast halt in Kristall die kleine Side-Story eingebaut bekommen, die es auch dann Hard Gold und Silber gibt. Alles gut, alles tutti frutti. Gelb ist dann noch so was ganz Eigenes gewesen, dafür haben wir Let's Go bekommen. Auch alles in Ordnung. Aber in Omega Rubin Alpha Saphir hat man vor allem gemerkt, dass es halt eine sehr schlechte Idee ist, nicht die Spezialedition als Remake-Vorlage zu nutzen. Ja, wir haben die Delta-Episode bekommen. Ändert für mich aber immer noch nichts daran, dass halt im Original das alles wesentlich besser geklärt war. Ich bin ehrlich mit euch, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich mag die Delta-Episode nicht. Ich finde die scheiße. Du wirst von Punkt A zu Punkt B geschleift, ohne irgendwas dagegen tun zu können. Ich halte auch die Delta-Episode für kein Postgame, weil du das ja quasi machen musst. Ja, es ist nach der Liga, aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, du findest das selbst heraus. Nein, du machst die Liga fertig und dann kommt das direkt und dann hast du direkt die Delta-Episode. Es ist nicht so, dass du irgendwie für dich selbst herausfindest, oh mein Gott, wo ist denn Rayquaza? Wie im Original. Natürlich, dir wird gesagt, er ist im Himmelsturm, okay. Aber du musst dir halt selbst Rayquaza dann holen. Du musst da selbst nochmal hingehen, du musst da selbst irgendwas machen und dann musst du es selbst nochmal fangen. In dem Teil wird dir quasi Rayquaza direkt in die Hände gedrückt. Dann hast du noch eine Mega-Entwicklung, dann hast du noch Deoxys direkt danach. Und ich finde, ganz ehrlich, ich mag die Delta-Episode nicht. Ich finde die nicht gut. Ich finde die einfach nur fucking nervig. Und ehrlich gesagt, hat die mir ziemlich viel ruiniert, weil das auch das einzige Postgame war in Omega Ruby und Alpha Saphir, weil über die Kampfzone brauchen wir gar nicht erst reden. Ne? Die wird sowieso nicht im Platin Diamant und Pearl Remake wiederkommen. Sind wir ehrlich, die wird es im Remake eh nicht geben. Und wenn wir halt ein Diamant und Pearl Remake machen, was bedeutet das? Das bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger Feuer-Pokémon haben. Ja, haha, hier Gen 4 wenig Feuer-Pokémon. Ist im Platin aber nicht der Fall. Andere Leute sagen, es gibt trotzdem nur 5 Reihen. Ich bin ehrlich mit euch, in Rubin und Saphir gab es auch nicht mehr Reihen und in den meisten anderen Spielreihen gibt es sowieso kaum Feuer-Pokémon, also braucht man nicht irgendwie großartig drüber diskutieren. Alle Leute machen irgendwie Gen 4 dafür fertig. Ja, in Diamant und Perl ist das ein Fehler, aber wenn wir im Platin drüber reden, ist es kein Fehler mehr, weil so gut wie alle Pokémon-Spiele halt also vor Gen 6, weil nach Gen 6 haben wir halt viel, viel mehr Pokémon gehabt, in jeder Generation. Gab es irgendwie super wenig Feuer-Pokémon. Und wenn wir uns halt an Diamant und Perl orientieren, wird das in meinen Augen kein besonders cooles Remake, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr sicher, dass wir dann weniger Feuer-Pokémon haben werden, weil sie sich einfach an den Decks von Diamant und Perl orientieren werden. Ich bin mir sehr sicher, dass sie wahrscheinlich die Arena-Leiter halt niedriger machen werden vom Level, weil sie sich einfach denken, hey, machen wir das doch einfach mal. Das habe ich nämlich gemerkt, dass halt in Omega Rubin das auch der Fall ist, dass die Arena-Leiter halt einfach schwächer gemacht wurden. Ich denke mir so, warum? Und versteht mich nicht falsch, ich bin keiner von den Leuten, die sagen, ey, mein Pokémon-Spiel muss der krasseste Scheiß überhaupt sein. Nein. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel kein großer Fan von den ganzen Hacks, die es gibt. Ich bin kein großer Fan von den ganzen Fangames. In meinen Augen fehlt denen es einfach an den Pokémon-Charme, den die Originale einfach haben. Und in meinen Augen wird einfach nur darauf geachtet, es muss einfach das super schwere, geile Spiel sein. Wir müssen alles reinhauen, was es geht. Jetzt haben wir noch Mega-Entwicklung und dann haben wir noch eine Mega-Dynamax. Keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Das finde ich nicht, dass es sein muss. Und das brauchen wir nicht.
Aber Diamant, beziehungsweise falsch, Platin ist in meinen Augen das schwerste Pokémon-Spiel, was wir haben. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Einige Leute sagen, Sonne und Mond ist schwerer. Ich hatte keine Probleme mit Sonne und Mond. Andere Leute sagen vielleicht, Schwarz und Weiß 2, der Hürdenmodus ist schwerer. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Aber so, vom Base-Game her finde ich, Platin ist das schwerste Pokémon-Spiel. Die sich erinnern können, ich hatte letztens erst eine Nuzlocke in Platin gestreamt. Und die habe ich tatsächlich auch dann am Ende bei Cynthia verloren. Kann man nichts machen. Ist halt traurig, aber nichtsdestotrotz unglaublich geil. Ich liebe es, wie schwer Platin ist, ne? Das liegt aber nicht nur daran, dass ich finde, dass Cynthia der stärkste Champ ist, weil Cynthia ist der stärkste Champ. Auch unser Rivale hat ein unglaublich gutes Team. Die gegnerischen Arenaleiter haben unglaublich krasse Movesets teilweise. Cyrus hat ein unglaublich starkes Team. Und ich muss halt einfach sagen, ich liebe es, Platin zu spielen, auch wegen der Challenge. Ich bin normalerweise keiner, der sagt, mein Spiel muss unglaublich schwer sein. Und natürlich ist Platin dann auch nicht irgendwie das schwerste Spiel auf der Welt. So ist es nicht. Man kann sich immer noch gut darauf vorbereiten. Aber von der Pokémon-Reihe finde ich, dass es mir schon den meisten Reiz gibt. Von einfach dem Gesamtpaket. Von der Schwierigkeit, von der Region, von den Charakteren, von den Mechaniken. Und deswegen würde ich mich nicht freuen, wenn wir einen Diamant- und Pearl-Remake bekommen würden, welches davon viel kaputt machen würde. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das passieren wird. Einfach, weil ich kein Vertrauen in das momentane Pokémon-Franchise habe. Nur um das klarzustellen, ich bin keiner von den Leuten, die jetzt sagen, ich muss das so oft erwähnen, Game Freak soll keine Pokémon-Spiele mehr machen, Game Freak ruiniert Pokémon. Nein, bitte hört auf damit, das immer wieder zu sagen. Ja, Game Freak hat einige Probleme und ich glaube auch, dass da ein paar Leute eine falsche Philosophie haben, was Pokémon angeht. Man hat es ja in genügend Interviews gehört, dass sie halt der Ansicht sind, dass sie genügend Features nicht einbauen, weil die glauben, dass die Kinder von heutzutage das nicht mehr interessiert. Oder dass sie versuchen, alles besonders kinderfreundlich zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt deren einziges Problem ist. Und ich glaube auch nicht, dass die der Hauptgrund dafür sind. Ich behaupte immer noch, dass die Pokémon Company der Hauptgrund dafür ist. Die zwingen dazu, die Publisher zu rushen, dass die Spiele einfach zu einer gewissen Zeit rausgebracht werden müssen. Die zwingen die Publisher, die Spiele auf eine gewisse Weise zu machen, damit sie halt an die meiste Masse verkauft werden kann. Sodass nicht nur die Fans vom Original halt das Spiel mögen, sondern halt auch sagen, hey, wir müssen halt die ganzen neuen Leute auch ranbekommen, wir brauchen ja nicht Verkaufszahlen. Was auch Sinn macht, das ist eine Firma. Sind wir ehrlich. Und ich glaube auch, dass die Pokémon Company dann am Ende halt auch das Kommando hat von wegen, ja, wollen wir jetzt die ganzen geilen Features einbauen oder nicht? Und ich persönlich glaube nicht daran, dass wir ein besonders gutes Remake bekommen werden. Es kann durchaus sein, dass es ein Remake wird, wo wir sagen, jo, es hat mir Spaß gemacht, weil es ist halt die 4. Generation. Es ist nicht mehr so langsam, wie einige Leute sagen werden wahrscheinlich dann. Dann werden die sagen, ey, natürlich macht es das Original obsolet, weil es ist ja nicht mehr so langsam. Das ist in meinen Augen nicht das Hauptproblem von der 4. Generation gewesen. Also, wenn euer einziges Problem in der 4. Generation ist, es ist zu langsam, dann tut mir leid, dann habt ihr wahrscheinlich niemals Platin gespielt oder Hard Gold und Soul Silver. Und wenn ihr findet, dass das zu langsam ist, dann kann ich euch halt leider auch nicht weiterhelfen. Keine Ahnung, was euer Problem dann ehrlich gesagt ist. Aber wenn ihr dann das Einzige, was ihr wollt, halt, ich will ein schnelleres Spiel haben, und dann sagt denen, die Remakes wären besser als die Originale, dann habe ich, keine Ahnung, dann ist das für das falsche Video wahrscheinlich. Ich meine, trotzdem gut für euch, dann, ich meine, habt ihr Spaß an den Spielen, also perfekt. Aber das würde mir nicht reichen. Ich will nicht einfach nur ein schnelleres Spiel haben. Ich will ein Spiel haben, was halt wirklich den Vorgänger erweitert, wie es zum Beispiel Hard Gold, Soul Silver und auch ein Feuerrot und Blattgrün der Fall war. Auch wenn ich meine Probleme mit diesen Remakes habe. Wie gesagt, Remakes an sich in Pokémon habe ich finde die an sich nicht gut gelöst, aber sie machen trotzdem halt die Originalteile dem Teil halt obsolet. Aber wenn wir halt ein Diamant- und Pearl-Remake bekommen werden und das Einzige, was sie halt wirklich dann verbessern werden, ist dann, oh ja, es ist nicht mehr so langsam wie vorher. Dann so, ja toll, das fand ich bei Platin sowieso nicht. Wie wäre es dann, wenn ihr einfach Platin remaked? Ach nee, warte mal. Das wäre ja dann so, dass ihr keine 2 Spiele verkaufen könnt. Deswegen wird halt Diamant und Pearl Remake werden und nicht Platin. Weil Platin ist ja die Spezialedition, das können sie ja nicht machen. Sie werden dann ja halt 2 Spiele rausbringen müssen, weil 2 Spiele gibt halt Geld, ne, sind wir ehrlich. Und das finde ich halt auch scheiße. Ich finde, Pokémon sollte langsam mal von dieser komischen Philosophie weggehen, zwei Spiele zu haben. Das finde ich einfach nur noch kacke inzwischen. Das geht mir eigentlich so ziemlich auf die Nerven. Und deswegen werden wir halt kein Platin-Remake bekommen. Und das finde ich halt sehr schade. Und andere Leute sagen dann, ja, dann wünsche ich mir unbedingt so eine Delta-Episode. Ich habe schon Leute gehört, die wollten dann sowas wie Arceus haben in der Delta-Episode. Das habe ich halt gar nicht verstanden, weil warum sollte es Arceus in der Delta-Episode geben? Weil es wird Giratina sein. Ich meine, hey, wenn es Arceus wird, ne, ey, yo, kein Ding, ne, finde ich geil, aber wie kommt man auf die Idee? Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber irgendwie macht das für mich keinen besonders großen Sinn. Weil, warum sollte das der Fall sein? Wir hatten in der Delta-Episode auch Rayquaza, ja, da kam dann Deoxys vor, aber trotzdem war die Hauptrolle halt Rayquaza und nicht, keine Ahnung, Deoxys selbst. Und wenn wir dann halt Platin haben,
warum sollten, also beziehungsweise Diamant und Perl haben, warum sollten sie dann einen Arceus nehmen und kein Giratina? Weil Giratina ist ja bereits auch im Originalspiel drin gewesen, genau wie Rayquaza und Rubin und Saphir drin war. Also, das macht für mich alles nicht besonders viel Sinn. Wenn am Ende Arceus wäre, fände ich geil, also ganz ehrlich, finde ich gut, weil im Originalspiel konntest du dir das halt nicht bekommen. Glaube ich allerdings nicht ganz stark. Und ich möchte auch, dass ihr wirklich wisst, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich möchte gerne glauben, dass das Diamant- und Pearl-Remake gut wird. Wirklich, ich würde es mir wünschen. Ich würde mir momentan nichts lieber vom Pokémon-Franchise wünschen, als dass das Gen 4 Remake fantastisch wird. Aber ich glaube da einfach gar nicht dran. Ich glaube da gerade einfach nicht dran, einfach weil ich sowohl Generation 7 als auch Generation 8 nicht gut finde. Weil die Spiele gerusht sind, weil in den Spielen einfach sehr viel Inhalt fehlt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn wir das Diamant- und Pearl Remake bekommen werden, wir vielleicht auch noch DLCs kriegen. Und das finde ich ziemlich scheiße. Also, ich meine, stellt euch das einfach mal ganz kurz vor. Ihr habt jetzt Schwert und Schild, habt die DLCs dazu bekommen, welche eine bessere Idee sind als eine Spezialedition. Dennoch sind die DLCs scheiße, meine Meinung. Und wenn wir noch Diamant- und Pearl Remake bekommen sollten und dann am Ende gesagt wird, yo, jetzt gibt es aber noch ein DLC für diese Remakes und dann kriegt ihr dort die Kampfzone, weil ich behaupte, die Kampfzone wird nicht eingebaut, bin ich ehrlich mit euch. Wie soll ich mich dann fühlen? Also, tut mir leid, wie soll ich mich dann fühlen? Ich sage nicht, dass sie das machen. Ich weiß auch nicht, ob sie es machen. Aber irgendwie habe ich so ein ungutes Gefühl bei der Sache, dass sie das vielleicht machen könnten. Und wenn sie das machen, bin ich, glaube ich, ziemlich angepisst, um ehrlich zu sein. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Weil das braucht man dann wirklich nicht. Ich will mir eigentlich nur ein gutes Spiel haben, welches was ich in meinen Augen die beste Generation widerspiegelt. Ich meine, man kann vielleicht sagen, dass vierte Generation die beste Generation ist, weil es hat Hard Gold und Soul Silver und halt Platin. Andere Leute sagen dann halt, Schwarz und Weiß, also die fünfte Generation ist die beste Generation. Ich mag die fünfte Generation nicht, habe ich ja schon mal mehrfach erwähnt. Ich hatte halt die vierte Generation für die beste Generation. Und wie gesagt, lässt sich alles drüber streiten, ist gar kein Problem. Wenn ihr eine andere Meinung seid, ist gar kein Problem. Es ist ja alles Geschmackssache, aber deswegen möchte ich halt nicht unbedingt ein Gen 4 Remake haben, weil ich von mir halt sage, es ist die beste Generation, ich glaube nicht daran, dass ihr es verbessern könnt. Momentan hat halt Game Freak bzw. das Pokémon-Franchise nicht das Vertrauen von mir, dass ich von mir aus sagen kann, yo, die werden das auf jeden Fall gut hinbekommen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sie es besser hinbekommen werden. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es in Zukunft besser wird, was Pokémon angeht, aber dafür muss auf jeden Fall ein bisschen zurückgeschraubt werden. Es darf nicht immer so viel auf Profit gesetzt werden, es darf nicht mehr so viel auf, yo, ich muss das nächste Pokémon-Spiel raushauen. Ist natürlich schwierig, Pokémon ist das größte Franchise, was es momentan gibt. Macht's alles nicht besonders leicht, aber ich kann ja trotzdem hoffen. Also das waren so meine grundlegenden Probleme mit dem Spielen, beziehungsweise mit dem Remake, warum ich mir keins wünsche. Aber sind wir ehrlich, ein anderer besonderer Grund ist halt, ich will kein Remake in der 8. Generation haben. Also, so viel ich Probleme mit den allgemeinen Remakes habe, ja, ist halt so. Ich hatte meine Probleme mit Omega Rubin und Alpha Saphir, aber es war ein Remake in der 6. Generation, damit konnte ich sehr gut leben. Weil ich eigentlich den Style der 6. Generation gut mag. Das hatten ja erstmal 3D-Modelle. Ich mochte die Mega-Entwicklungen. Ich mochte den allgemeinen Style halt. Und es war alles okay. Ich mag so gut wie gar nichts an Generation 8. Ich meine, heilige Scheiße. Ich habe keinen Bock darauf, dass wir ein Diamant- und Pearl-Remake bekommen. In der 8. Generation. In einer Grafik, die scheiße aussieht. Was heißt die Grafik? In einem Stil, in einem Artstyle. Artstyle ist die bessere Bezeichnung. Ich mag den Artstyle von Schwert und Schild nicht besonders. Der gefällt mir einfach nicht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass sie die Grafik so stark verbessern. Vielleicht ein bisschen, aber selbst wenn, ist es wahrscheinlich kein besonders großer Sprung. Nur dass es dann wahrscheinlich nicht mehr aussieht wie Playmobil. Und da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Das brauche ich halt einfach nicht. Sorry, das will ich nicht in meinem Gen 4 Remake haben. Ich habe kein Interesse daran, dass sie verdammt nochmal Dynamax einbauen in mein Gen 4 Remake. Weil, oh mein Gott, stellt euch einfach mal vor, ihr spielt das Gen 4 Remake und dann bauen die Dynamax ein. Einige Leute mögen vielleicht Dynamax und nicht mehr Leute, das will ich den auch nicht wegnehmen. Mein Problem ist aber Story-wise, das Ganze einzubauen. Zettertang und Mega-Entwicklung waren kein großes Problem, irgendwo eine Handlung einzubauen. Bei Mega-Entwicklung hast du gesagt, jo, es war ein alternatives Universum, also haben wir jetzt Mega-Entwicklung, haben wir in Carlos erfahren, dass es gibt, komm, wir haben Megasteine gefunden, let's go. Kein Ding. Z-Attacken hättest du gut auch in anderen Regionen einbauen können, weil du auch einfach da gesagt hast, ey, ich war letztens in Alona und da habe ich dieses coole Ding gefunden, was die da anscheinend nutzen und das haben die mir mitgegeben. Also kriegst du eine kleine Sidequest, machst das und dann hast du das. Wäre kein großes Problem.
Aber wie zur Hölle willst du Dynamax richtig einbauen? Weil Dynamax ist einfach an Galar gebunden, an die Galar-Partikel und an Indinalos. Also wenn du mir jetzt sagen willst, oh yo, die sind irgendwie ein bisschen rübergeschwappt, wisst schon, ein paar Pollen sind rübergekommen, weil anscheinend ist dann ja vielleicht Sinnoh in der Nähe von Galar, kann ja sein, dass die das so machen, und dann schwappen die ein bisschen rüber und dann sagen die, oh, guck mal hier, jetzt können wir auch Dynamax, dann denkst du auch nur so, hä? Was laberst du da? Wie dämlich ist das denn? Außerdem müsstest du dann eigentlich die ganze Region umstellen, weil die Arenen eigentlich nicht dafür ausgelegt sind, halt solche Kämpfe zu haben. Waren sie einfach nie. Das heißt, du musst nochmal die ganzen Arenen redesignen, was ich nicht schlecht finden würde. Ich meine, redesignte Arenen sind immer ziemlich nice. Aber ich hasse dieses Arena-Prinzip in der 8. Generation. Wenn ihr mein Video dazu gesehen habt, ich hoffe, das habt ihr, warum halt Schwert und Schild scheiße sind. Ich hasse die Arenen in Schwert und Schild, nicht die Arena-Rätsel. Nein, ich hasse den Endkampf, weil jede verdammte Arena einfach gleich aussieht. Das ist einfach ein riesiger Stahl, das sieht einfach scheiße aus. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt das Diamant- und Pearl-Remake und habt ihr einfach jedes Mal dieses gleiche Feld. Gott, sieht das scheiße aus. Da habe ich keinen Bock drauf. Das war halt in der 6. Generation halt so gut, dass sie halt für alle Kulissen, oder auch in der 7. Generation, sind wir ehrlich, für alle Kulissen einen eigenen Hintergrund hatten. Das war unglaublich nice. Aber nein, da haben die dann in der 8. Generation einfach komplett drauf geschissen. Da habe ich keinen Bock drauf, dass wir das Ende halt in der Arena genauso haben. Ich will nicht irgendwie, dass die ganze Handlung abgeändert werden muss, nur um Dynamax irgendwie reinzuzwingen. Ich habe schon mal gehört, dass man sagen könnte, ey, wir nutzen einfach den Untergrund. Und im Untergrund gibt es halt irgendwie Dynamax, weil dort irgendwie Dynaerz zu finden ist. Ja, könnte man machen, weiß nicht genau, ob das sich so gut umsetzen lässt. Die Idee ist auf jeden Fall interessanter als irgendwas mit Galar-Partikeln, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich dann ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen hintergangen und auch so ein bisschen so, ja, hier, nimm das einfach mal, du brauchst keine richtige Erklärung. Und da hätte ich einfach gar keinen Bock drauf. Ich sage nicht, dass sie es nicht gut machen können, ich sage nicht, dass sie es können, ich will immer noch sagen, ich glaube, dass sie es gut machen können. Ich persönlich habe kein Vertrauen darin, aber natürlich besteht die Möglichkeit, und ich lasse mich natürlich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, ist gar kein Problem. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach momentan nicht daran, dass das halt der Fall sein wird. Und das fände ich halt sehr schade. Wie gesagt, Platin, 4. Generation, ich liebe diese Generation. Und ich will halt nicht, dass die durch irgendetwas halt niedergemacht wird, durch irgendetwas, was sie halt irgendwie reinzwingen müssen, durch irgendetwas, was nicht gut oder überdacht ist, weil einfach denen gesagt wird, yo, du musst es jetzt einbauen, was ist die 8. Generation, weil sind wir ehrlich, du kannst halt jetzt kein Remake machen mit der ohne Dynamax und nein, es wird keine Mega-Entwicklung und keine Set-Attacken geben. Leute, jetzt hört nicht mehr auf damit. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Und ich mag das einfach nicht. Ich persönlich interessiere mich natürlich nicht für den Online-Modus, das ist euch ja, denke ich, allen bewusst. Ich interessiere mich nur für das Casual-Game. Und wenn mein mein Base-Game halt irgendwie ruiniert wird bereits durch irgendetwas, was reingeschoben wird, das mag ich nicht. Das will ich nicht. Ich will, dass die Spiele erweitert werden und auch sinnvoll erweitert werden, so dass ich von mir aus sagen kann, yo, das Spiel hat super viel Spaß gemacht, das Spiel hat nicht irgendwie was eingebaut, nur etwas einzubauen. Das Spiel war einfach sehr gut. Ich frage mich auch tatsächlich dann, wie die Naturzone einbauen wollen, weil wahrscheinlich wird dieses Konzept nicht verworfen. Das wäre ja eigentlich nur ein paar Routen, wo man es machen könnte. Und ehrlich gesagt wäre das vermutlich sogar besser, als wie es dann in Schwert und Schild gemacht wurde, wo einfach eine riesige Naturzone ist und einfach, naja, Kacke ist, wo es nicht gibt, sondern eher so einzelne Bereiche, wo eher naturzonenmäßig ist, wo du halt einzeln hingehen kannst. Das wäre vermutlich sogar besser. Aber ich weiß auch letztendlich nicht dort, wie die das machen wollen, weil die Naturzone war am Ende einfach nur groß und leer und es war ziemlich langweilig in meinen Augen. Demnach weiß ich nicht genau, wie sie das machen wollen. Also, keine Ahnung. Aber ja, ich will halt nicht unbedingt ein Gen 4 Remake in der 8. Generation haben. Ich kann mir jetzt schon, ich stelle mir einfach jetzt schon traurig vor, wie dann die ganzen Cutscenes auf der Speersäule aussehen, wenn da die Alga oder Palkia herkommen. Mein Gott, Alter, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie schrecklich das einfach aussieht. Oh mein Gott, stellt euch einfach mal vor, heilige Scheiße. Da hätte ich jetzt einfach überhaupt keine Lust drauf. Und worauf ich jetzt unbedingt noch zu sprechen kommen muss, ist natürlich die Kampfzone. Wir wissen alle, wie es abgelaufen ist, als wir ein Gen 3 Remake bekommen haben und dann gesagt haben, hier startet das Projekt Kampfzone. Wir wissen alle, dass es ein riesiger Mittelfinger an alle Fans waren, die das Original gespielt haben. Wir wissen alle, dass es einfach irgendwie ziemlich beleidigend war und in meinen Augen auch total unnötig. Also ich weiß nicht genau, wer auf die Idee gekommen ist, irgendwie irgendwen damit halt zu teasen. Ich weiß nicht genau, wer sich das gedacht hat, aber die Person ist ein ziemliches Arschloch, muss man jetzt einfach mal ganz kurz so sagen. Also ganz ehrlich, das war einfach nur Scheiße. Und wenn wir ein Remake bekommen werden von Diamant und Perl, wird es vermutlich eine Kampfzone geben. Er wird vermutlich nicht das ganze Areal geben, also gehe ich zumindest von aus, das ganze Areal geben, wo wir halt Heatran und so fangen konnten. Es wird nicht die ganzen neuen Routen geben, wo du noch mal was erkunden konntest. Denn was konntest du nach Omega Rubin und Alpha Saphir machen?
gar nichts. Du hattest die Delta-Episode, aber das war's. Das war's einfach. Leute sagen auch, ja, ich fand's übelst cool, wie sie Latios und Latios eingebaut haben. Ja, kann man vielleicht denken, aber ehrlich gesagt fand ich's cooler, wie du es im Original bekommen hast. Wesentlich interessanter. Und ich will nicht, dass es mir hinterhergeschmissen wird. Es kann durchaus sein, dass wir dann einfach irgendwo Shaman einfach mittendrin hinterhergeschmissen bekommen. Keine Ahnung. Und das finde ich halt auch kacke. Ich will die ganzen Legendäre für mich selber entdecken. Ich weiß nicht, ob sie es tun werden. Kann durchaus sein. Ich hoffe es natürlich. Die haben zum Glück in Omega Ruby und Alpha sehr viel die Regis drin gelassen. Deswegen glaube ich auch noch, dass sie halt die anderen Legis halt drin lassen. Sowas wie Cresselia und so. Aber naja, weiß man natürlich jetzt nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht dieses ganze Areal bekommen werden, wo wir halt Heatran bekommen konnten, wo es die Kampfzone gab, das Kampfareal, wo wir die ganzen neuen Routen nochmal hatten, wo es nochmal mehr Kanto-Pokémon gab, beziehungsweise Pokémon aus vorherigen Generationen, nicht unbedingt Kanto-Pokémon, da gab es ja einfach generell Pokémon, die es im originalen Decks nicht drin gab, von den 210. Und immer so eine Sache, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir am Ende 210 Pokémon haben werden, sondern einfach den Diamant- und Perl-Decks. Und das wäre natürlich nochmal scheiße, da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen, dieser ganze Bereich wird fehlen. Und das ist in meinen Augen eine unglaubliche Verschwendung, weil es ein unglaublich gutes Postgame war, weil du nochmal ganz neue Bereiche erkunden konntest. Du konntest nochmal Heatran dir holen durch Team Galactic, die Story, die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Gehe ich zumindest ganz stark von aus. Es wird keine Kampfzone geben, gehe ich ganz stark von aus. Ich verstehe die ganzen Leute nicht, die immer sagen, oh ja, jetzt kriegen wir die Kampfzone. Glaube ich nicht. Also, glaube ich nicht. Sorry, ich glaube, die wird es einfach nicht mehr geben. Die haben zumindest gesagt, dass sie keine Kampfzone mehr einbauen wollen. Es sei denn, sie ändern wieder ihre Meinung. Kann durchaus sein. Ich gehe nur von den Informationen, die ich momentan habe. Und von den momentanen Informationen muss ich sagen, es wird keine Kampfzone geben. Es wird dieses Areal nicht geben. Du wirst Heatran wahrscheinlich auch nicht so dort irgendwo großartig bekommen können. Wahrscheinlich kriegst du es dann auch durch irgendwelche Dinner-Raids, die es wahrscheinlich auch in dem Spiel geben wird. Zumindest gehe ich von aus, dass es Dinner-Raids gibt. Wenn nicht, dann wäre ich ein bisschen perplex, um ehrlich zu sein, weil du hast in den DLCs eingebaut, um die ganzen Legis zu kommen. Jetzt wüsste ich dann nicht, wie du das in dem Spiel nicht machen willst, vielleicht lässt du sie einfach komplett weg, damit du dann halt einfach sagen kannst, ja, du musst noch Schwert und Schild holen, dann kannst du dir dort alle Legis holen, ha? Am Ende kriegst du dort Giratina und dann nicht in Diamant und Perl. Mein Gott, das wäre noch lustiger. Demnach glaube ich nicht, dass es den ganzen Bereich dort geben wird. Und das finde ich halt so unglaublich schade, weil wie gesagt, ich habe letztens erst im Stream gespielt, mir ist einfach aufgefallen, wie gut dieser Bereich wieder ist. Kampfzone und so weiter und so fort, wie viel Spaß es alles gemacht hat. Die Galactic-Story nochmal mit Heatran. Alles unglaublich gut gemacht. Und das werden wir am Ende wahrscheinlich nicht haben. Was ich halt wirklich für Verschwendung halten würde, weil warum solltest du das machen? Was spricht dagegen? Natürlich kannst du halt sagen, ja, kein Bock oder die Kinder interessiert es nicht, aber was spricht dagegen? Und ich weiß es einfach nicht. Und ich will es immer wieder betonen, es muss nicht unbedingt sein, das, was ich hier gerade sage. Das sind meine Gründe, warum ich mir kein Diamant- und Perl-Remake wünsche. Das sind meine Gründe, warum ich glaube, dass es nicht gut wird. Jeder dieser Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, kann komplett widerlegt werden. Jeder dieser Gründe, die ich gerade genannt habe, kann im Spiel nicht vorkommen. Am Ende haben wir den Platin-Decks. Am Ende orientiert sich das Spiel an Platin. Am Ende haben wir kein Dynamax. Am Ende wird einfach das Spiel noch schwerer. Keine Ahnung. Alle diese Punkte können halt eintreffen. Ich glaube nur, dass es nicht der Fall sein wird. Und weil ich das glaube, wünsche ich mir kein Remake. Wenn es am Ende besser wird als das, was ich gesagt habe, heilige Scheiße, fantastisch, ja, danke, hasst mich, gerne, hatet mich, dann haben wir allerdings ein gutes Spiel, okay? Dann haben wir ein gutes Spiel, das wäre fantastisch. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Und mir ist gerade immer was eingefallen, so mittendrin. Zerrwelt. Ich habe keinen Plan, wie die genau das umsetzen wollen. Ich habe das Gefühl, dass das auch nicht besonders gut umgesetzt werden kann am Ende, dass es vermutlich wesentlich unspektakulärer wird als im Original, wo halt plötzlich richtig cool mit den Perspektiven gearbeitet wurde. Ich persönlich glaube, dass es wahrscheinlich relativ langweilig dann am Ende wird. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich weiß auch nicht genau, es kann durchaus sein, dass es in Delta-Episode eingebaut wird. Also ich nenne es jetzt mal Delta-Episode, das kann auch irgendwas anderes heißen, ne? Mein Gott, keine Ahnung, wie wir das nennen wollen. Zerrwelt-Episode oder so, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie die Spiele heißen. Wenn die jetzt irgendwie sowas wie Raum und Zeit halt heißen, dann könnte es irgendwie die Dimensions-Episode heißen, weil das ist ja quasi eine andere Dimension, obwohl es keinen Sinn macht, weil wir Raum haben. Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich glaube, dass dann dort wahrscheinlich mit eingeflossen wird. Und ich weiß nicht genau, ob sie die Zerrwelt dann gut umsetzen können. Ich glaube es persönlich nicht mit dem Stil, den gerade Schwert und Schild hat. Ich wüsste zumindest nicht, wie das okay aussehen soll, außer dass es total schrecklich aussieht. Auch wieder so eine Sache, kein Bock auf, dass es in der 8. Generation ist. Wie gesagt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich wünsche mir auch, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wollt ihr ein Gen 4 Remake haben? Oder sagt ihr auch eher, nein, lass mal, Bruder. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich glaube nicht, dass ihr es gut hinbekommt. Und wenn ihr euch ein Gen 4 Remake wünscht,
Warum genau? Also, glaubt ihr, dass das alles besonders gut wird? Was wünscht ihr euch denn dann besonders für das Gen 4 Remake? Gibt es irgendetwas, was ihr unbedingt drin haben wollt? Ich habe hier meine Punkte ja gerade aufgezählt. Und gibt es etwas, was ihr nicht sehen wollt? Also, wollt ihr etwas nicht in dem Remake haben, dass sie es nicht machen oder dass sie es nicht übernehmen vom Original oder dass sie es nicht übernehmen von Schwert und Schild? Also, ihr könnt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben. Mich würde das auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, Gen 4, ich liebe Gen 4. Gen 4 ist in meinen Augen die beste Generation und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Vielleicht sagen auch andere, ich hasse die vierte Generation. Ja, gebt mir ein Gen 4 Remake, damit das Spiel endlich spielbar wird. Kann durchaus sein. Falls der Fall sein sollte, sagt es mir auch auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr mir da sagt. Und falls das Video gefallen haben sollte, wie immer, positive Bewertungen gerne gesehen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.